Dieses Mal gibt es himmlisch leckere Windbeutel mit einer fluffigen Vanillesahnefüllung. Los geht's mit den Zutaten für den Brandteig bzw. die Brandmasse. Ihr braucht Wasser, Eier, Speisestärke, Mehl, Salz, Backpulver und Butter. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Als erstes wird das Mehl mit der Speisestärke und dem Backpulver vermischt und zur Seite gestellt. Danach werden Wasser, Butter und Salz in einen Topf gegeben und aufgekocht. Wenn es soweit ist, wird die Mehlmischung hinzugegeben und gut mit der heißen Flüssigkeit verrührt. Die Masse muss anschließend abbrennen. Das heißt, dass sie unter Rühren so lange weiter erhitzt wird, bis sich am Topfboden die typische helle Schicht bildet. Die Masse wird anschließend in eine Schüssel umgefüllt und sollte ca. 5 Minuten abkühlen. Danach werden nacheinander die Eier untergerührt und die Brandmasse ist fertig. Mit Hilfe eines Spritzbeutels mit Sterntülle können die Windbeutel anschließend auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gespritzt werden. Und dann kommen die Windbeutel auch schon in den Ofen, und zwar bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 18 bis 20 Minuten. Während des Backens lasst die Ofentür aber unbedingt geschlossen, sonst fallen euch die Windbeutel zusammen. Damit der restliche Wasserdampf entweichen kann, werden die Windbeutel unmittelbar nach dem Backen mit einem Messer oder einer Schere in Deckel und Boden geteilt. Wenn das geschafft ist, geht's mit der Füllung weiter. Ich habe mich hier für leckere Vanillesahne entschieden. Dafür braucht ihr dann noch Sahne, Vanillezucker und Puderzucker. Die Sahne wird zusammen mit dem Vanillezucker und dem Puderzucker aufgeschlagen und anschließend mit einem Spritzbeutel in den abgekühlten Windbeuteln verteilt. Zum Schluss noch etwas Puderzucker obendrauf und die kleinen Windbeutel können vernascht werden. Die ungefüllten Windbeutel lassen sich nach dem Abkühlen übrigens ohne Probleme einfrieren. Und noch ein kleiner Tipp: Füllt die Windbeutel immer erst kurz vor dem Servieren, damit sie nicht weich werden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Kochkino schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.